ein Muss für jeden Dumper. In diesem Video bauen wir zusammen ein Blinklicht ein. Alles, was du dazu benötigst, einen Dumper deiner Wahl, ein günstiges Blinklicht inklusive Befestigungsschrauben. In diesem Fall werde ich aber einen Klebstoff verwenden. Du benötigst eine Nagelschere, einen kleinen Edding und wenn du hast, ein Multifunktionsschleifgerät. Alternativ geht auch ein Lexanlocher. Wenn du alle Videos zu diesem Fahrzeug hier sehen möchtest, dann klick doch mal hier oben auf das Infosymbol. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ich habe mich hier für ein ganz einfaches Blinklicht entschieden. Das kostet wirklich unter 10 Euro und ich bin super zufrieden damit. Du hast die bestimmt schon mal irgendwo im Netz gesehen. Die haben hier so ein blau eloxiertes Metall drunter. Das male ich allerdings immer über, weil dieses Blau finde ich nicht hübsch, aber für den Preis absolut unschlagbar. Wir haben hier einen schönen Anschluss, den werden wir gleich in den Empfänger anschließen auf dem Kanal 3. Vorteil ist da, bei meiner 3-Kanal-Fernsteuerung kann ich dann dieses Blinklicht ein bisschen steuern. Darauf solltest du achten, dass du auch noch einen freien Kanal hast. Des Weiteren vergewissere dich doch einmal, wie lang dein Kabel ist, dann die Position von deiner Leuchte, wo sie später sitzen soll und dann die Position deines Empfängers und schau mal, ob das Kabel auch lang genug ist. In diesem Fall hier auf jeden Fall. Das heißt also, wir können jetzt zusammen die Karosserie einmal vorbereiten und das Blinklicht an der Karosserie anbringen. Wir suchen uns eine schöne Position auf dem Dach aus und hier bei dem Tamiya Dumper gibt es hier so einen kleinen Punkt und da möchte ich das Blinklicht auch draufsetzen. Zunächst müssen wir natürlich erstmal schauen, dass wir das Kabel da durchkriegen. Man könnte jetzt ein Loch bohren, ja, aber wir müssen ja hier diesen breiten Stecker irgendwie durch die Lexan-Karosserie bekommen. Wie mache ich das? Ich suche mir meine gewünschte Position aus und markiere dann mit dem Stift die beiden äußeren Punkte von diesem Stecker. Hier auf der Karosserie siehst du jetzt meine beiden Punkte und in diese beiden Punkte werde ich jetzt gleich mit dem Multifunktionsschleifgerät einmal reinbohren und dann werde ich zwischen den beiden Punkten mit der Nagelschere einen Schlitz setzen, sodass dieser Stecker hier schön einmal durchpasst. Das Ganze musst du nicht mit so einem Schleifgerät machen, du kannst das auch sehr gut mit einem Lexanlocher machen, dann hast du wirklich die volle Kontrolle. Wenn du das hier mit so einem Schleifgerät machst, dann achte darauf, dass du nicht zu weit nach außen bohrst, sondern lieber ein Stückchen zu weit nach innen, denn wenn du mal abrutscht und weiter außen bist, dann wird man das später sehen. Wenn das Loch etwas weiter nach innen kommt, dann ist das nicht wahnsinnig schlimm. Das wird dann später von der Blinkleuchte verdeckt. Die beiden Löcher sind nun gesetzt. So sieht das Ganze aus. Du kannst jetzt mit der Nagelschere in eines der beiden Löcher reingehen und einmal bis zum zweiten Loch einen Schnitt setzen, je nachdem wie dick deine Karosserie ist. In meinem Fall habe ich mir eine recht dicke Stelle ausgesucht, da funktioniert das mit der Nagelschere nicht. Deswegen setze ich jetzt den letzten Schnitt mit dem Multifunktionsschleifgerät. Sauber sieht das Ganze dann so aus. Du siehst, ich habe hier einen Schlitz und ich habe hier auch schon mal den Stecker durchgefädelt. Der passt also gerade so da durch. Das würde ich dir auch empfehlen, diesen Schlitz da nicht zu groß zu machen, sondern wirklich so, dass der Stecker gerade durchpasst und dann kannst du das Blinklicht hier draufziehen und dein Schnitt wird komplett von dem Blinklicht später überdeckt. Du hast jetzt die Möglichkeit, das Blinklicht in 2 Varianten festzumachen. Zum einen hast du im Lieferumfang hier solche kleinen Schräubchen enthalten. Damit kannst du das Blinklicht festschrauben. Da musst du dann hier nochmal Löcher bohren. Du hast auf der Unterseite Gewinde. Das werde ich allerdings nicht tun. Ich bin bisher immer super gefahren, indem ich das einfach vorsichtig ein bisschen festklebe. Ich nehme dafür hier so einen handelsüblichen
Kunststoff-Bastelkleber. Pass auf bei der Auswahl deines Klebers. Die meisten Sekundenkleber enthalten Lösemittel, die beim Verdampfen Rückstände hinterlassen. Und dann hast du ringsrum hier so einen weißen Nebel. Nimm also nicht unbedingt Sekundenkleber oder achte wirklich darauf, dass dieser nicht weißlich ausdünstet. Das Ganze hier, das kleben wir jetzt fest mit 1, 2 Tupfern. Hier einmal drunter, dann ein Momentchen andrücken und warten, bis das Ganze fest ist. Das Blinklicht sitzt fest auf der Karosserie. So sieht es jetzt aus. Hier unten ist unser Kabel und das können wir jetzt bei dem Empfänger in den gewünschten Kanal einstecken. Ich mache das jetzt hier direkt auch mal in meinen gewünschten Kanal 3. So, und dann machen wir hier mal einen kurzen Funktionstest, wie das Ganze dann aussieht, wenn es drauf ist. Wenn ich das Fahrzeug einschalte, legt die Rundumleuchte auch direkt los. Wir können das Ganze jetzt mit unserer Fernsteuerung durchschalten. In meinem Fall ist es hier der 3. Kanal und wir schauen mal, ob alles funktioniert. Ja, wir haben hier verschiedene Blinkmodis und da kann man sich dann wirklich das aussuchen, was man gerne haben möchte. Ich denke, ich bleibe bei so einem ganz klassischen Blinken einer Rundumleuchte. Das hier, das gefällt mir ziemlich gut. Meine Videos mache ich hier und da ganz gerne noch so ein bisschen in Slow Motion und dann läuft die auch langsamer. Es funktioniert alles. Schau dir mal hier so ein bisschen das Kabel an, die Kabelführung. Bei mir ist es ja jetzt auch noch nicht fest. Verlege das Ganze, schau ein bisschen, dass die Kabel nicht ganz so stark zu sehen sind und dann hast du deine fertige Rundumleuchte. Du siehst, das ist überhaupt gar kein Hexenwerk. Und jetzt noch eine Frage in eigener Sache. Ich bin mit den Rädern irgendwie so gar nicht zufrieden. Ich möchte etwas schmalere Räder haben, aber trotzdem welche, die super auf den Dumper draufpassen und die eine recht gute Performance bieten. Die klassischen Crawler-Räder gefallen mir hier nicht ganz so. Es sollte schon nach Dumper aussehen. Vielleicht hast du einen Rat für mich, welche Reifen da super aussehen würden. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dein World Control RC.